Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat das rechtsextreme Magazin Kompakt und seine Online- und Videoableger verboten. Das Magazin sei ein zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene, teilte sie am Morgen mit. Und seit heute Morgen werden Geschäftsräume der Organisation sowie Wohnungen führender Mitarbeiter und Geldgeber durchsucht. Immer wieder fiel das Magazin durch die Verbreitung von Verschwörungsmythen prorussischer Propaganda und völkisch-antisemitischer Hetze auf. Um 6 Uhr in der Früh richten etwa 25 vermummte Beamte ihren Fokus auf einen Bungalow in Falkensee bei Berlin. Sie durchsuchen das Haus. Die Adresse wird im Impressum des Kompaktmagazins als Sitz des Blattes angegeben. Sie sichern Beweise für das vom BMI ausgesprochene Vereinsverbot. Das Vereinsverbot ist vom Innenministerium ausgesprochen worden, heute Morgen um 6 Uhr und ist danach auch im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Auch die dazugehörige Filmproduktionsfirma und die Facebook-, YouTube- und Instagram-Kanäle von Kompakt wurden verboten. Die Begründung des BMI, die Publikation richtet sich kämpferisch aggressiv gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Ein überraschender, ein aber nicht unumstrittener Schritt. Da geht Nancy Faeser sicherlich auch ein gewisses Risiko ein. Aus den Sicherheitsbehörden haben wir auch gehört, dass es sich hier um eine sehr erfolgskritische Maßnahme handelt. Also da steht relativ viel auf dem Spiel, weil man kann sich vorstellen, dass das eben in der rechtsextremen Szene auch genutzt werden wird, um gegen das BMI, gegen den Verfassungsschutz zu mobilisieren. Seit 2010 wurde das Magazin unter der Führung von Jürgen Elsässer zum wahrscheinlich wichtigsten Sprachrohr der neurechten Bewegung. Schon mehr als 2 Jahre gilt es für den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung. Damals sagte der BND, das Magazin trage demokratiefeindliche und menschenwürdewidrige Positionen in die Gesellschaft. Das Innenministerium sagte Welt, dieses Magazin hetzt auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie. Das Verbot zeige, dass wir auch gegen die geistigen Brandstifter vorgehen, die ein Klima von Hass und Gewalt gegenüber Geflüchteten und Migranten schüren und unseren demokratischen Staat überwinden wollen. Elsässer hat immer wieder auch rassistische und antisemitische Stereotype bedient, hat eben auch zum Sturz des Regimes offen aufgerufen, hat zum Beispiel gesagt, dass er sich Björn Höcke, den AfD-Chef in Thüringen, als Reichskanzler wünschen würde, hat irgendwie schwadroniert von deutsch-russischen Bataillonen, die zusammen gegen Polen kämpfen sollten. Also es wurde dann wirklich auch kämpferisch am Ende. Auch in Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt durchsuchten die Behörden die Liegenschaften der Kompakt GmbH und die Wohnungen von Akteuren. Das Verbot untersagt jede Fortführung der bisherigen Aktivitäten. So, und Marian Grund, der steht vor dem Bundesinnenministerium in Berlin. Marian Elsässer, der hat sich am Morgen dann nach der ersten Razzia auch geäußert. Wie ist denn diese Äußerung ausgefallen? Was hat er denn gesagt? Naja, er ist zumindest bei dem Duktus geblieben, der auch in diesem Magazin immer wieder bedient wird. Er hat erst mal unterstellt, dass Deutschland keine Demokratie sei, sondern hier der Faschismus regieren würde und diese ganze Aktion typisch für die Innenministerin Nancy Faeser sein würde. Das hat er dann da geäußert, dann auch noch seine Faust gehoben und sich da gewissermaßen solidarisch mit Trump gezeigt, indem er ihn da gewissermaßen imitiert hat und diese Symbolik dann eben auch für sich genutzt hat. Man muss natürlich sagen, dass sich dieses Magazin in der Vergangenheit auch immer wieder verfassungsfeindlich geäußert hat. Allerdings muss man sagen, Verfassungsfeindlichkeit ist erstmal nichts, was in Deutschland verboten ist. Erst wenn die in einer aggressiven Form geäußert wird, also wie es auch Elsässer zum Beispiel im vergangenen Jahr gemacht hat, als er zum Sturz des, Zitat, Regimes aufgerufen hat, dann kann das ein Verbotsgrund sein. Und um dieses Verbot eben weiter zu stützen, hat man natürlich auch diese Durchsuchungen durchgeführt und versucht da eben auf Datenträgern und anderen beschlagnahmten Materialien eben Indizien zu finden, die das Ganze stärken. Aber wir wollen natürlich auch noch mal reinhören, wie die Innenministerin Nancy Faeser diese Durchsuchungen, dieses Verbot tatsächlich begründet hat. Ich habe heute das rechtsextremistische Kompakt-Magazin verboten. Kompakt ist das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten. Das selbst erklärte Ziel ist die Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft. Dieses Magazin hetzt und agitiert auf unsägliche Weise
gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie. Deswegen ist unser Verbot ein weiterer harter Schlag gegen den Rechtsextremismus. Unser Rechtsstaat schützt all diejenigen, die wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe oder auch wegen ihrer demokratischen Haltung angefeindet werden. Wir lassen nicht zu, dass ethnisch definiert wird, wer zu Deutschland gehört und wer nicht. Ich danke den Sicherheitsbehörden im Bund und den beteiligten Ländern für diese konsequente Maßnahme im Kampf gegen Rechtsextremismus. Also Nancy Faeser spricht von einer konsequenten Maßnahme gegen den Rechtsextremismus. Fraglich ist, ob damit die Verbreitungskanäle wirklich dann abgeschaltet werden oder man sich da andere Formen sucht. Fakt ist nämlich, dass das Kompaktmagazin tatsächlich eine große Leserschaft hatte. Während der Corona-Zeit sind die Auflagen in die Höhe geschwellt. Da muss man von 80.000 Auflagen sprechen. Später hat sich das Ganze dann halbiert auf 40.000. Trotzdem aber auch die YouTube-Kanäle zum Beispiel mit Abrufzahlen von 100.000 pro Video und eben auch andere soziale Medien, die da genutzt werden. Da wird man jetzt sehen, zwar dürfen diese Kanäle nicht mehr genutzt werden, allerdings gibt es natürlich für diese Ideologien auch andere Verbreitungswege. Deswegen wird abzuwarten sein, wie erfolgreich dieses Verbot sein wird und vor allem, ob das dann auch vor Gerichten Bestand haben wird. Denn anzunehmen ist, dass Elsässer und das Kompaktmagazin natürlich gegen dieses Verbot klagen werden. Marian Grunden, recht vielen Dank.